Beginnt 2028 hier durch die EU wirklich die ganz große Datensammlung für ein europäisches Vermögensregister vor dem Hintergrund, dass man dann eine europäische Vermögensteuer einführen will? Mit dieser spannenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video beschäftigen. Liebe Stefanie, du hast uns ein Video zugeschickt und uns gebeten, dieses Video einmal zu kommentieren. Das wollen wir hier gerne machen. Gleichzeitig eine Aufforderung an alle. Wenn du eine gute Idee hast für ein Video, was wir hier veröffentlichen sollen, oder eine spannende Frage rund um Auswandern, rund um internationale Steuern, die dich brennend interessiert und du denkst, sie könnte auch für andere relevant sein, dann lass es uns wissen. Fast alle Videos auf diesem Kanal sind inspiriert durch Mandanten und von Membern aus unserer Community. Geh auf unsere Webseite perspektiveausland.com. In der Fußzeile findest du eine E-Mail-Adresse oder auch ein Formular, über welches du einen Gast oder ein Thema vorschlagen kannst. Wir sind sehr dankbar für alle Zusendungen. Wir können natürlich nicht jede Zusendung berücksichtigen. Wenn es aber ein spannendes Thema ist, wie dieses hier, was uns jetzt Stefanie zugeschickt hat, dann sind wir hier natürlich mehr als gerne bereit, dazu mal ein Video zu machen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich nenne hier grundsätzlich keine Namen oder Namen von YouTube-Kanälen oder sowas, weil ich habe keine Lust, mich da mit irgendwelchen Anwälten auseinandersetzen zu müssen. Ich müsste solche Review-Videos dann hier sehr genau vorbereiten und mich hier auf allen Seiten absichern, weil ich das nicht machen möchte, nenne ich die betroffene Person hier nicht. Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, irgendeinen YouTuber hier zu kritisieren oder zu bashen, sondern es geht mir grundsätzlich einfach um dich. Ich habe Interesse daran, dass du Klarheit hast, dass du dich orientieren kannst. Es geht mir also um die Sache, nicht um Personen. Das nur zur Einleitung. Also Stefanie hat uns ein Video geschickt, das auf einem bekannten YouTube-Kanal zum Thema Steuern in Deutschland hier vor kurzem veröffentlicht wurde. Der YouTuber, der dahinter steht, ist angeblich deutscher Steuerberater. Ich habe es nicht verifiziert. Es kann durchaus sein, dass er deutscher Steuerberater ist. Ich mache hier deswegen ein kleines Fragezeichen, weil ja bekanntlich Berufsträger, also Steuerberater und Rechtsanwälte zum Beispiel, an einen Verhaltenskodex und Ethikkodex gebunden sind. Im Falle von deutschen Steuerberatern ist das die Berufsordnung der Deutschen Steuerberaterkammer. Dort heißt es auf Seite 1, Teil 1, Grundpflichten des Steuerberaters, allgemeine Grundsätze. Steuerberater haben sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit ihrem Beruf oder mit dem Ansehen ihres Berufes nicht vereinbar ist. Sie haben sich auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die ihr Beruf erfordert. Also hier aus den USA weiß ich, dass das sehr ernst genommen wird. Wenn du dort zum Beispiel Rechtsanwalt bist und irgendwelchen Schmarrn hier verbreitest, dann ist die Zulassung auf jeden Fall in Gefahr. Es gibt ja einige Beispiele, zum Beispiel aus dem Umfeld von Donald Trump. Da gab es ja einige Anwälte, die hier ziemlichen Unsinn verbreitet haben, Verschwörungstheorien, als es um die letzten Wahlen ging, die ja dann angeblich ungültig waren und so weiter und so fort. Da haben einige Anwälte wenigstens zeitweise bis zu 3 Jahre die Zulassung verloren. Daher solltest du natürlich auch die Quellen, die du dir auf YouTube anschaust, genau prüfen, ob diese glaubwürdig sind. Wenn jemand sagt, der Steuerberater und er nimmt schon den ersten Paragraphen der Berufsordnung nicht sehr ernst, dann ist natürlich hier in den Raum gestellt, wie ernst er den Rest der Berufsordnung nimmt. Und damit kannst du schon erahnen, dass ich den Thesen, die dieser Steuerberater in dem besagten Video verbreitet, nicht zustimme. Er sagt in dem Video zum Beispiel, dass hier 2028 die AMLA ihren Betrieb aufnimmt. Die AMLA ist ja die neue Superbehörde der EU mit dem Sitz in Frankfurt am Main. Wir haben ja selbst schon viele Videos zu diesem Thema gemacht. Die AMLA ist in Zukunft die zentrale Koordinations- und Überwachungsstelle in der EU, die die einzelnen sogenannten Competent Authorities in den einzelnen EU-Ländern überwacht und diese dann koordiniert. Also jene Stellen, die in der EU, in den einzelnen Ländern hier zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung etc. verantwortlich sind. Er behauptet, dass ab 2028 diese Behörde ihren Betrieb aufnimmt und dann damit beginnen wird, hier Daten zu sammeln für ein angebliches Vermögensregister, was dann implementiert werden soll, zentral. Also hier ein zentrales Überwachungsinstrument, um alle EU-Bürger letztlich zu überwachen, in Vorbereitung einer dann einzuführenden EU-Vermögenssteuer. So, ich möchte hier vorausschicken, dass es mir gar nicht darum geht, hier die EU zu verteidigen. Und ich befinde mich jetzt hier in der seltsamen Position, dass ich genau das tun muss.
Denn alles, was hier letztlich behauptet wurde, ist, um es mal gelinde zu sagen, Bullshit. Tatsächlich ist die EU gerade dabei, diese AMLA zu strukturieren und aufzubauen in Frankfurt. Da werden Mitarbeiter eingestellt, da werden Prozesse definiert, auch die einzelnen gesetzlichen Grundlagen in den EU-Ländern werden geschaffen. Aber selbst wenn die AMLA 2028 dann den Betrieb aufnimmt, hat sie nichts mit den einzelnen EU-Bürgern wirklich zu tun. Wie gesagt, sie ist verantwortlich für die Competent Authorities in der EU. Das heißt, sie kümmert sich darum, dass einzelne Behörden in den EU-Ländern hier gemäß den Vorgaben der EU arbeiten. Sie wird auch dafür verantwortlich sein, einige als kritisch eingestufte Finanzdienstleister direkt zu überwachen. Da sind 40 Unternehmen, um die es gehen wird. Das sind große Banken, Finanzdienstleister, Broker, Institute, von denen hier gemäß der AMLA ein besonders hohes Risiko ausgeht in puncto Geldwäschereibekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Garantiert wird die AMLA hier nichts mit dem einzelnen Bürger zu tun haben. Wie gesagt, das ist die Aufgabe der Competent Authorities in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland ist die sogenannte FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Die Competent Authority ist das Bundeskriminalamt. Also das heißt, die AMLA wird mit diesen Behörden in Deutschland zusammenarbeiten und hier sicherstellen, dass die EU-Gesetzgebungen rund um die Geldwäschereibekämpfung und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung hier entsprechend umgesetzt werden. Dazu gab es im Frühling 2024 ein umfangreiches Gesetzespaket, was hier auf Seiten der EU umgesetzt wurde. Hier wurde zum einen die Implementierung der AMLA dann auf EU-Seite gesetzlich verankert. Eine ganz wichtige Neuerung ist hier, dass es zukünftig in der EU ein sogenanntes Single Rulebook geben wird. Das heißt, hier werden von der EU aus tatsächlich dann die Regeln einheitlich definiert und müssen dann nicht noch erst in den einzelnen Ländern wieder in lokale Gesetzesvorhaben integriert werden. Hier gibt es ein Single Rulebook, das heißt im Grunde genommen eine Art EU-Bundesgesetz in diesem Bereich, wo die EU diese Regeln vorgibt. Auch wurde hier überarbeitet die 6. Geldwäscherei-Richtlinie der EU, also die AMLD 6. Es gibt ja diese Anti-Geldwäscherei-Richtlinien schon seit 2006. Mittlerweile gibt es hier die 6. Weiterentwicklung, die wurde jetzt nochmal aufgebohrt und nochmal erweitert. Ganz wichtig, es wird kein Vermögensregister eingeführt. Das war grundsätzlich mal im Gespräch 2021. Hier ging es zunächst mal um russische Oligarchen. Man wollte ja gerne hier sicherstellen, angeblich, das war ein Vorwand mit Sicherheit, dass man weiß, wem was gehört, dass man hier Vermögen der Russen beschlagnahmen kann. Später hieß es dann sogar, dass man möglicherweise jeden Vermögensgegenstand ab 200.000 Euro hier in dem Vermögensregister dann implementieren will. Es gab dazu dann eine Machbarkeitsstudie. Dazu wurde im Sommer letzten Jahres, im Juli letzten Jahres das Ergebnis vorgestellt. 300 Seiten. Ich habe ja diese 300 Seiten hier durchgearbeitet. Ich habe dazu ein Video gemacht. Suche es auf unserem Kanal, dann wirst du es finden. Die Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass es zwar möglich wäre, ein solches Vermögensregister einzuführen, da werden verschiedene Szenarien durchgespielt, wie man das machen könnte, aber es wäre ziemlich kompliziert. Die EU-Kommission hat sich dann entschieden, hier kein Vermögensregister zu implementieren. Auch hierzu gibt es ganz explizite Statements der EU-Kommission. Auch diese habe ich in dem Video hier veröffentlicht. Da erklärt die EU-Kommission bzw. die verantwortliche Kommissarin, warum eben hier ein solches Vermögensregister jetzt nicht eingeführt wird. Also es kommt kein Vermögensregister, es ist kein Vermögensregister der EU beschlossen, jedenfalls jetzt noch nicht. Was in Zukunft passiert, damit Hilfe von AI oder wenn mal irgendwann ein digitaler Euro da ist, wer weiß. Aber Stand heute, es gibt kein Vermögensregister, es wird kein Vermögensregister geben. Professor Christian Rieck hat ein sehr interessantes Video zu dem Thema veröffentlicht, wo er sich genau auch mit dieser Frage befasst. Warum lässt hier die EU solche Testballons aufsteigen? Warum wird hier groß von einem Vermögensregister gesprochen? Warum werden hier die Pferde scheu gemacht? Was ist hier der Sinn? Professor Rieck kommt zu dem Schluss und ich tendiere dazu, ihm zuzustimmen, dass es hier letztlich darum geht, Angst in der Bevölkerung zu verursachen, die Bevölkerung zu beunruhigen, um letztlich hier für Gehorsam zu sorgen. Im Grunde sind das Drohgebärden, Drohszenarien der EU. Das Ganze ist natürlich ziemlich beunruhigend, keine Frage. Und wenn dann später irgendwelche anderen harten Maßnahmen kommen, dann wird der Bürger möglicherweise sagen, naja, okay, diese Maßnahmen kann ich jetzt vielleicht akzeptieren, wenigstens kommt ja kein Vermögensregister. Bestes Beispiel hier sind die ganzen Gesetzespakete zur Kryptoüberwachung. Die sind nun tatsächlich beschlossen worden und sind zum Teil auch schon in Kraft gesetzt worden.
Also wir erinnern uns an die Travel Rule, wir denken an DAC8, wir denken an MiCA. Hier wird ja Krypto ganz intensiv überwacht in Zukunft. Der Informationsaustausch ist ja hier noch viel detaillierter zum Beispiel als jetzt hier bei Banktransaktionen, also beim OECD-CRS. Eine andere Sache ist das Europäische Bankkontenregister. Das kommt ab 2029. Hier sind sämtliche Transaktionen auf allen EU-Konten der letzten 5 Jahre für alle Ermittlungsbehörden in der EU zugänglich. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, da kann eine Polizeibehörde in Spanien schauen, was du vor 5 Jahren in Deutschland eingekauft hast, wenn sie das für irgendwelche Ermittlungen dann angeblich brauchen. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Ja? Daher, selbst wenn kein Vermögensregister kommt, ist natürlich die Lage keinesfalls so, dass man sich jetzt hier zurücklehnen kann und sagen kann, naja, wenigstens kommt kein Vermögensregister. Das ist genau der Effekt hier, den die EU-Politiker möglicherweise erzielen wollen. Und deswegen sind auch solche Videos hier, die solche irreführenden Meldungen bringen, komplett kontraproduktiv, weil du dich dann eben nicht korrekt auf solche Bedrohungsszenarien vorbereiten kannst. Du musst ja wissen, was passieren wird, dass du dich entsprechend davor schützen kannst. Deswegen ist es eben problematisch, wenn hier solche Falschmeldungen dann veröffentlicht werden. Ich habe schon einige Videos zu dem Thema gemacht. Das ist nicht das erste Video, wo hier von einem Vermögensregister gesprochen wird. Da gibt es alle möglichen Dünnbrettbohrer, die solche Videos veröffentlichen. Das war jetzt einfach nur das Jüngste hier. Die ganzen Sachen, die wirklich passieren, sind in dem Video alle nicht genannt. Stattdessen wird von irgendwelchen fiktiven Szenarien hier gesprochen, die sowieso nicht passieren werden. Aber die wirkliche Bedrohung, keiner der echten Bedrohungsszenarien, wird in dem Video tatsächlich genannt. Ja, also ein weiterer Punkt, der tatsächlich passieren wird und schon 2027, ist, dass du in Zukunft beim Kauf von Wertgegenständen, also zum Beispiel Uhren, Schmuck, Gold ab 10.000 Euro, nicht nur dich ausweisen musst gegenüber dem Juwelier, sondern du musst dem Juwelier gegenüber auch bestätigen, wie du dir das leisten kannst. Der Juwelier muss nämlich prüfen, ob du möglicherweise hier dir diese Rolex kaufst oder den Ring, den du für deine Frau kaufst, ob du den mit Mitteln kaufst, die du in irgendeiner Weise unlauter erworben hast. Das heißt, du wirst zum Juwelier deine Gehaltsnachweise mitbringen müssen und deine Kontoauszüge und musst dich da finanziell vor dem Juwelier nackig machen. Das wird ab 2027 passieren. Das ist tatsächlich beschlossen seitens der EU. Details, wie das Ganze dann genau funktionieren wird, sind noch nicht veröffentlicht. Aber wie gesagt, wir kennen das ja schon bei anderen Szenarien. Also wenn zum Beispiel Rechtsanwälte oder Steuerberater in der EU Mandanten beraten und zum Beispiel hier Firmen gründen, wir kennen das von Firmengründung in Malta, müssen wir genau das den Mandanten auch fragen. Wir müssen fragen, wie kannst du dir leisten, diese Firma zu gründen? Wie kannst du dir leisten, diese Firma mit Kapital auszustatten? Und dann muss der Mandant hier die Hosen runterlassen und muss sagen, okay, ich habe hier ein Haus verkauft oder ich habe hier ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Daher habe ich Einkommen oder ich habe einen gut bezahlten Job und so, und das muss entsprechend nachgewiesen werden. Und bei einer Firmengründung gegenüber einem Anwalt hat man das akzeptiert heutzutage, dass es eben nun mal so ist. Das ist überall in der EU so. Und nicht nur in der EU, in Singapur, in Hongkong, wenn du da irgendwas machst, wird genau das Gleiche erforderlich sein. Jetzt weiten sich diese Regeln aber auf andere Berufsfelder aus. Eben Juweliere, Goldhändler, Kunsthändler, Autohändler, wobei hier geht es nicht um 10.000 Euro, sondern dann schon um größere Beträge. Das heißt, wenn du hier Wertgegenstände erwirbst, und hier hat man sogar einmal diskutiert, ob man das auch auf Designerklamotten, Pelze und so weiter ausweiten soll. Das musst du mir vorstellen. Nicht, dass das viele machen, ist mir schon klar, ist ja rein hypothetisch. Aber stell dir mal vor, du kaufst Designerklamotten oder einen Pelzmantel und musst dann hier nachweisen, wie du das leisten kannst. Ist doch abartig. So, und hier werden dann auch diese Kunden, die diese Käufe machen, ab 10.000 Euro in der EU, in ein Software-System dann eingetragen des Händlers. Auch hier ist noch nicht hundertprozentig klar, wie das funktionieren wird. Muss hier einfach der Händler ein Spreadsheet haben, wo er alles einträgt und im Zweifelsfall das dann vorzeigen. Wird es hier ein EU-weites System geben. Das ist noch nicht klar, aber ab 2027 wird das kommen. So, das sind die echten Bedrohungspotenziale. So, und jetzt musst du für dich entscheiden, wie du jetzt handelst. Was muss noch passieren, ja, damit du hier die Koffer packst und gehst, frage ich dich. Ich meine, ich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe Deutschland im Jahr 2000 verlassen, weil ich schon damals die Situation als bedrohlich empfunden habe, oder vielleicht nicht bedrohlich, aber als ärgerlich empfunden habe und es nicht einsehen wollte. Ja? So, wann ist bei dir der Zeitpunkt erreicht? Das ist die Frage, die du dir jetzt stellen musst. Was muss alles noch passieren? Muss tatsächlich ein Vermögensregister eingeführt werden, damit du sagst, okay, jetzt habe ich genug, jetzt werde ich gehen? Oder erkennst du schon heute mit alledem, was passiert ist in den letzten Jahren,
inklusive Pandemie, inklusive diesen ganzen Maßnahmen und was in Zukunft noch passieren wird, erkennst du, dass sich hier die EU in die falsche Richtung entwickelt. Dass es immer mehr zu einem Überwachungsstaat wird, wenn vielleicht auch etwas langsamer, ja, als du dir jetzt vorgestellt hast. Also was muss noch passieren? Musst du wirklich sehen, was als nächstes passiert? Oder ist nicht schon genug passiert, dass du dir sagen musst, naja, also eigentlich hier wird es höchste Zeit, wenigstens einen Plan B zu machen, Vermögen im Ausland aufzubauen, sodass ich zumindest nicht vom europäischen Kontenregister betroffen bin. Ist es nicht Zeit zu sagen, sich außerhalb der EU zu orientieren, vielleicht dort ein zweites wirtschaftliches Standbein zu etablieren, vielleicht in Immobilien zum Beispiel außerhalb der EU zu investieren? Macht es wirklich Sinn, dass du 5 Immobilien in Deutschland hast? Ja, das sind so die Fragen, die du dir stellen musst. Vermögensregister hin oder her, diese Frage ist doch völlig wurscht, wenn man sich hier mit den größeren Zusammenhängen befasst. Also, wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du darüber nachdenkst, auszuwandern, wenn du der Überzeugung bist, dass du einen Plan B brauchst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Stefanie für diese interessante Zusendung. Eine Aufforderung an dich, wenn du ebenfalls eine gute Idee hast, dann lass es uns wissen. Wir werden gerne ein Video machen. Danke dir und bis dann. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.